Anfang der 20er Jahre entwickelten Psychiater eine Reihe neuer Methoden, die auf der bloßen Behauptung basierten, dass eine absichtliche Schädigung des Gehirns eine heilende Wirkung hätte. Manfred Sackel had this notion that he could kill just the bad brain cells, that somehow we have good brain cells, we have bad brain cells. So if you give people enough insulin, you kill those bad brain cells, and if the person survived this epilepsy, they would be better off for it. Trotz schwerer Krampfanfälle und einer Todesrate von 5% bei Insulinschocks erklärte Sackel seine Behandlung zum Erfolg und begründete dies damit, dass sich seine Patienten hinterher wie Kinder verhielten. Krankenhäuser richteten Abteilungen für die Insulinschockbehandlung ein. Sie wurde ein Riesengeschäft. Der Ungar Ladislaus von Meduna wollte da nicht zurückstehen. Er glaubte, er könne Geisteskrankheit austreiben, indem er gehirnschädigende Krämpfe mit der Substanz Metrazol auslöste. He noticed his epileptics had no mental health problems, and his mental health patients, his psychiatric patients, seemed to have no epilepsy, and so he thought doing one would obviate the other. The theory was that epilepsy and schizophrenia couldn't coexist in the same brain, and that if epilepsy was induced, that a seizure was caused, it would, quote, drive out the schizophrenia. There's no scientific basis for this whatsoever. Metrazol wirkte schnell und war lukrativ. Ein einzelner Psychiater konnte an einem Vormittag 50 Patienten chemisch in einen gefügigen und umgänglichen Zustand schocken. 1939 war Metrazol bei Psychiatern und ihren Mitarbeitern bereits so populär, dass es in 70% der amerikanischen Krankenhäuser und in fast jedem anderen Land der Welt verwendet wurde. Der finanzielle Erfolg von Insulin und Metrazol führte zur Entwicklung einer noch profitableren Methode zur Herbeiführung von gehirnschädigenden Krampfanfällen. How is electric shock therapy done? We use these electrodes. We place them on the patient's head like this, and then by means of this machine, we pass a controlled electric current through the brain, just for a fraction of a second. The patient doesn't feel it. Die Wiege dieser Wunderheilung war ein Schlachthof in Rom. In Italy, in 1938, two Italian psychiatrists decided to observe that before slaughtering pigs, in order to make the pigs more docile, they would apply electrodes to their temples that were hooked up to wall current, and that this stunned the pigs. But it didn't kill them, and they could then slaughter them. Well, this gave them the encouragement to try inducing convulsions with electricity. We would see teeth falling out, broken spines, bones knocked out of joint, broken bones, and people even getting internal organ damage from being restrained while they were having these uncontrolled writhing seizures, convulsions. Many patients have been returned to their homes and jobs who might still be here if it were not for this helpful form of treatment. Nachdem sie Gehirnschädigung erfolgreich als Heilmethode verkauft hatten, suchten Psychiater nach immer weiteren Methoden, um das Gehirn noch genauer zur Zielscheibe zu machen. Den Anstoß für eine weitere Methode lieferte der Unfall von Phineas Gage aus Vermont, dem sich 1848 bei einer Explosion eine Stahlstange durch den Kopf gebohrt hatte. Gage überlebte zwar, aber der Unfall führte zu drastischen Persönlichkeitsveränderungen. Der portugiesische Neurologe Egas Moniz wollte 70 Jahre später ein ähnliches Resultat erreichen. Er bohrte einem Patienten ein Loch in den Schädel und injizierte ihm reinen Alkohol direkt ins Gehirn, womit er das Gewebe der vorderen Stirnlappen abtötete. Moniz nannte dieses neue Verfahren Lobotomie. Dr. Walter J. Freeman war zweifellos der berüchtigste Lobotomist. Er entdeckte einen schnelleren Weg, ohne ein Loch in die Schädeldecke zu bohren. There was no anesthesia, and he would just lift up the eye and stick nothing more than an ice pick right into the brain, right under the orbital bone, and then just rake the thing back and forth until he was satisfied that he had caused enough disruption of brain tissue, and then pull it out. Freeman reiste in seinem Lobotomobil durch ganz Amerika und zerstückelte die Gehirne seiner Patienten auf einer Art Bühne und manchmal auch direkt in seinem Kleinbus.
And he would pull up and offer lobotomies to people, get referrals from the local doctors, or sometimes people didn't even go through doctors. They'd go right to the lobotomobile, and he would just do the brain-damaging procedure right there. Seine Lizenz wurde ihm entzogen, nachdem sein letzter Patient auf dem Operationstisch verstorben war. Bis dahin hatte Freeman bereits 3500 Lobotomien entweder persönlich durchgeführt oder überwacht. Nach Freemans eigenen Angaben vegetierten über 25% seiner Patienten nur noch vor sich hin. They lobotomized 1 million people in the 40s and the 50s and beginning of the 60s until they came to the conclusion that this was a destructive treatment. Geschichten über sogenannte Wunderheilungen wurden zwar bald als gehirnschädigender Betrug entlarvt, aber die Psychiatrie war schon einen Schritt weiter und erfand neue Formen der Psychochirurgie, die sie erneut als medizinische Fortschritte proklamierte. I completely shuddered from head to toe. And that's what I heard in my head when he drilled something in my brain. Northwest, actually, of the centre hole. I'm sorry I had to do that. Yeah, why did you have to do that? I went, oh, funny, and Did you? my head all shook inside. Oh dear. Oh, my head shook inside. Yes, all right. Everything shook, the eyes, everything, the teeth. Oh, that's well. That was grievous bodily harm done to my brain. And nobody has the right anyway to play God with somebody's brain. The whole operation took about 8.5 hours, and they kept me awake for every second of it, and I remember every second of it. And I still remember it to this day because I have this operation every day of my life. Whether I like it or not, I have it. Psychiater propagieren auch heute noch die Vorzüge der Psychochirurgie, einer Behandlungsmethode, die ihnen jährlich $53 Millionen einbringt. Aber mit dem zunehmend schlechten Ruf der Lobotomie zerrten Psychiater auch den Elektroschock zurück ins Rampenlicht. Unter der neuen Bezeichnung Elektrokonvulsionstherapie erhalten Patienten jetzt zuvor eine Narkose, damit sie nicht mehr schreien, und muskelentspannende Mittel, um die schweren Krämpfe der Patienten nicht mehr mit ansehen zu müssen. The main misconception that people have about ECT is that it's new and improved. The new and improved refers strictly to these cosmetic improvements because, in fact, they make it easier on the witnesses. The person isn't shaking all over the table. They're paralyzed now. It isn't new, it isn't improved, it is worse. Every 10 years or so, there tends to be, first of all, a denial that it causes any harm. Secondly, an acknowledgement that it might have caused harm, but here's a whole new approach, and now this one is blameless, without any research to back it up. The ECT machine can produce anywhere from 50 to 400 volts. It's the kind of energy that we use for industrial machinery that might be in a steel mill or a printing press, some large piece of machinery. It's an extraordinary amount of energy and it causes a great deal of damage. Es gibt viele Medienberichte über Gefangene, die mit Elektroschocks körperlich misshandelt werden. Aber die Spannung, die Psychiater bei der EKT einsetzen, ist bis zu 33 Mal größer. Das Angriffsziel dieser Zerstörung sind meist diejenigen, die besonders verletzlich sind. 2/3 der Elektroschockopfer sind Frauen, denen Diagnosen gegeben wurden wie prämenstruales Syndrom, Menopausensstörung oder Wochenbettdepression. Die Hälfte aller Elektroschockpatienten sind Senioren. In den USA steht älteren Menschen ab 65 Jahren staatliche Gesundheitsfürsorge zu. Bezeichnenderweise liegt der Anteil bei den Schockpatienten um 360% über dem Anteil bei den 64-Jährigen. Was heißt das in der Gesamtschau? Wir sprechen von 100.000 Toten und zahllosen Opfern mit so großen Hirnschäden, dass sie keine Chance haben, jemals wieder ein normales Leben zu führen. Für Elektrizität im Gesamtwert von $12 haben Psychiater allein in den USA $5 Milliarden kassiert. Aber die nächste Wunderheilmethode, die Psychiater ihrem Arsenal hinzufügten, brachte ihnen mehr Geld als je zuvor. Denn sie war schneller, billiger und konnte jeden Mann, jede Frau und jedes Kind zu einem Patienten auf Lebenszeit machen.